Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich dir eine Geschenkidee zum Valentinstag, und zwar mache ich Schokobomben bzw. Kakaobomben. Sie eignen sich auch ideal zum Verschenken zum Muttertag oder Geburtstag. Viel Spaß beim Zuschauen. Für das erste Herz nehme ich eine dunkle Schokolade und hacke sie mit einem Messer in kleine Stücke. Zum Schmelzen der Schokolade fülle ich einen kleinen Topf 1 bis 2 cm hoch mit Wasser und erhitze es bei mittlerer Wärmezufuhr. Kurz bevor das Wasser aufkocht, also sobald die Bläschen, die sich auf dem Topfboden bilden, beginnen aufzusteigen, schalte ich den Herd aus. Dann fülle ich etwa 2/3 der gehackten Schokolade in eine hitzebeständige Schüssel und stelle die Schüssel auf das vorbereitete Wasserbad. Wenn dir das Temperieren von Schokolade zu umständlich ist, dann nimm einfach eine Kuchenglasur bzw. Candy Melts. Die musst du nur schmelzen und kannst sie gleich in die Form füllen. Beim Schmelzen solltest du darauf achten, dass die Schokolade auf keinen Fall heißer als 45 bis 48 Grad wird, weil sonst das Milcheiweiß gerinnt und die Schokolade krümelig wird. Am besten überprüfst du die Temperatur mit einem Thermometer. Wichtig ist auch, dass absolut kein Wasser in die Schokolade kommt, weil sie sonst verklumpt. In die aufgelöste Schokolade gebe ich jetzt das Drittel fester Schokolade und löse sie unter Rühren vollständig auf. Hierbei sollte die dunkle Schokolade ungefähr auf 28 bis 29 Grad abkühlen. Das dient dazu, in der Schokolade bestimmte Kristalle zu bilden, die dafür sorgen, dass sie unter anderem schnell fest wird und sich einfacher aus der Form löst. Um zu überprüfen, ob die Schokolade schnell genug fest wird und eine schöne Oberfläche bekommt, kannst du jetzt eine Probe machen. Ich mache das so, dass ich einen Spatel dünn mit Schokolade benetze und beobachte, ob sie innerhalb von ca. 5 Minuten fest wird. Wenn das der Fall ist, kann die Schokolade weiterverarbeitet werden, ansonsten muss die Schokolade nochmal erwärmt, erneut geimpft und heruntergekühlt werden. Damit sich die Schokolade leicht in den Formen verteilen lässt, wärme ich sie jetzt nochmal kurz im Wasserbad auf. Die ideale Verarbeitungstemperatur für dunkle Schokolade liegt bei 30 bis 31 Grad. Für die Hohlkörper nehme ich hier eine spezielle 3D-Herzform. Den Link hierfür findest du unten in der Videobeschreibung. In jede Form gebe ich zunächst ungefähr einen Esslöffel von der geschmolzenen Schokolade und verteile sie mit einem kleinen Löffelbiss an den oberen Rand. Achte hier darauf, dass keine Stelle offen bleibt und klopfe die Form einige Male auf den Tisch, damit eventuell vorhandene Luftbläschen aufgelöst werden. Jetzt stelle ich die Form für 5 Minuten in den Kühlschrank und lasse die erste Lage fest werden. Um sicherzugehen, dass die Herzen beim Herauslösen aus der Form nicht zerbrechen, trage ich 2 bis 3 Lagen auf und lasse jede Lage 5 Minuten im Kühlschrank fest werden. Trag vor allem an den Seiten und am oberen Rand etwas dicker auf, weil erfahrungsgemäß diese Stellen zu dünn werden und beim Herausholen leicht brechen. Mit den dunklen Herzen bin ich soweit zufrieden, deshalb stelle ich die Form in den Kühlschrank und bereite die weiße Schokolade vor. Dafür nehme ich fein gehackte weiße Schokolade und schmelze hiervon 2/3 im Wasserbad. Weiße Schokolade ist etwas empfindlicher und sollte nicht wärmer als 40 bis 45 Grad werden. In der geschmolzenen Schokolade löse ich nun das zurückbehaltene Drittel fester Schokolade auf und rühre sie langsam um, bis die Temperatur auf 25 bis 26 Grad heruntergekühlt ist.
Bevor ich die Schokolade in die Formen fülle, erwärme ich sie nochmal kurz im Wasserbad. Ideal für weiße Schokolade ist eine Temperatur zwischen 27 und 28 Grad. Hier ist sie schon ein bisschen zu warm geworden. Die Schokolade fülle ich nun in mehreren dünnen Lagen in 2 der Herzformen und lasse die Lagen zwischendurch im Kühlschrank fest werden. Für das letzte Herz verwende ich Ruby-Schokolade. Du kannst aber auch weiße Schokolade mit einer fettlöslichen Lebensmittelfarbe einfärben. So wie weiße Schokolade sollte Ruby-Schokolade nicht wärmer als 40 bis 45 Grad werden. In der geschmolzenen Schokolade löse ich auch hier wieder das zurückbehaltene Drittel fester Schokolade auf und bringe sie unter langsamem Rühren auf eine Temperatur von etwa 25 bis 26 Grad. Anschließend kann die Ruby-Schokolade nochmal auf 28 bis 29 Grad aufgewärmt werden. Die Ruby-Schokolade fülle ich nun genauso wie die anderen in mehreren Schichten in die Herzformen und trage insbesondere an den Seiten und am oberen Rand etwas mehr auf. Sobald alle Formen gefüllt sind, lasse ich die Form 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank, bis die Schokoladen richtig fest geworden sind. Ab hier solltest du unbedingt Handschuhe tragen, weil sonst schnell Fingerabdrücke auf der Schokolade entstehen. Zum Herausnehmen der Schokoherzen dehne ich die Form vorsichtig und löse schon mal so die Seiten. Dann drücke ich von unten mittig gegen das Herz und nehme es vorsichtig aus der Form. Wie du hier sehen kannst, ist die Oberfläche der dunklen Schokolade nicht ganz so gleichmäßig gefärbt, aber das kann man beim Dekorieren ganz leicht kaschieren. Zum Zusammensetzen der Schokobomben nehme ich einen Teller, den ich im Backofen ein paar Minuten bei 80 Grad aufgewärmt habe. Jetzt nehme ich eine Herzhälfte und lege sie kurz mit der Schnittfläche nach unten auf den warmen Teller und glätte den Rand. In diese Herzhälfte fülle ich dann 2 bis 3 Teelöffel lösliches Kakaopulver, ein Teelöffel Schokokrispies und einen Teelöffel Mini-Marshmallows. Dann glätte ich den Rand der zweiten Herzhälfte und setze sie sofort auf die erste, um die beiden Teile zusammenzukleben. Als nächstes mache ich eine Erdbeermilch-Schokobombe. Dafür nehme ich 10 Scheiben getrocknete Erdbeeren, die ich im Zerkleinerer fein mahle. Von dem Erdbeerpulver fülle ich nun 1 bis 2 Teelöffel in eine Ruby-Herzhälfte. Und weil die Erdbeeren etwas sauer sind, kommt noch ein Teelöffel brauner Zucker hinzu.
Dann habe ich hier noch einige herzförmige Zuckerperlen und ein paar Marshmallow-Stücke. Dafür habe ich ein größeres Marshmallow-Stück einfach in Scheiben geschnitten und in Puderzucker gewälzt. Jetzt klebe ich die beiden Herzhälften zusammen und lasse die Schokolade fest werden. Als Füllung für die weiße Schokobombe nehme ich wieder Kakaopulver. Du könntest aber auch ein Milchshake-Pulver mit Vanille- oder Bananengeschmack nehmen. Zu dem Kakao kommen noch einige Schokokrispies und ein Mini-Oreo und dann kann auch dieses Herz geschlossen werden. Ich mache das so, dass ich die Naht zwischen den Herzhälften nach dem Trocknen der Schokolade mit einem Messer wegkratze. Wenn du möchtest, kannst du die Herzen jetzt schon so einpacken oder auch noch etwas dekorieren. Das dunkle Schokoherz bestäube ich hier mit goldfarbenem Glitzerpulver. Das sieht ganz hübsch aus und kaschiert auch die Flecken. Auf eine Hälfte des Herzens spritze ich noch einige Streifen mit geschmolzener Schokolade und klebe ein paar Schokokrispies und Zuckerperlen darauf. Ganz gut eignen sich hierfür zum Beispiel auch grobkörniger Zucker oder Kekskrümel. Das gleiche mache ich auch noch mit dem weißen und dem rosafarbenen Herz. Zum Einpacken und Verschenken nehme ich hier eine alte Schokoladenverpackung, die ich mit Geschenkpapier und einer durchsichtigen Folie beklebt habe. Und da ich jetzt schon ganz neugierig bin, wie das Ganze schmeckt, werde ich gleich mal eine Kakaobombe ausprobieren. Dafür koche ich die Milch kurz auf, sodass sie richtig heiß ist und fülle sie in eine große Tasse. In die heiße Milch kommt dann ein Schokoherz und fertig ist die herzerwärmende Trinkschokolade. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!